Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Dynostator-Kohle von einem Dynostator wechselt. Mein Grundwerkzeug, ein normaler Schlitzschraubenzieher, kleine Zangen und eine Federn, damit ich werdet ihr gleich sehen, damit ich es rausheben kann. Also, ich öffne mal das Band, was die Dynostator-Kohlen abdeckt. So. Dann die Schraube. Da ist ein magnetischer Schraubenzieher natürlich besser, weil so fliegt es mir immer runter. Dann habe ich diese Feder, mit der tue ich die Druckfeder rausheben. So. Und dann ziehe ich die Kohle raus. Eine neue Feder habe ich da ist ein bisschen Schlitz, also schief. Da muss die Feder drauf drücken. Dann probiere ich, ob die Kohle sich auch leicht bewegt. Die Profis tun auch den Anker dann noch ein bisschen überdrehen oder polieren und dazwischen auch reinfeilen. So, die Kohle ist schon ersetzt. Die neue schon drin. Jetzt brauche ich es nur mehr anschrauben. Und dann ist die Kohle gewechselt. Das mache ich bei alle Viere. Und das Kupferband muss natürlich immer nachgeben können dann auch. Also wenn die Kohle kürzer wird, das mache ich dann bei alle 4 Kohlen. Rausnehmen und dann wieder das Band draufgeben und so hat man die Dynostator Kohlen gewechselt.